Für alle Paare ist es ein zentrales Anliegen, dass sie selber aktiv werden können, selber etwas unternehmen im Rahmen der Behandlung. Das ist durchaus verständlich, denn nur eine Behandlung über sich ergehen zu lassen, ist schwierig auszuhalten und man möchte einfach selber etwas tun, selber für sich sorgen. Und hier ist das Internet leider voll von möglichen Behandlungsschemata und Behandlungsoptionen, fast unübersichtlich. Lassen Sie mich es der Einfachheit halber untergliedern in während der Stimulation und nach dem Transfer. Und eine dritte Gruppe, was kann man noch sozusagen für seine Eizellen tun, während sie in unserer Obhut sind. Kommen wir zunächst zur Stimulation. Dort werden natürlich immer alle Nahrungsergänzungsmittel aufgeführt. Ich persönlich würde sie jetzt nicht bewerben, wenn aber das Paar, in dem Fall auch hauptsächlich die Frauen, der Meinung sind, dass sie sich damit wohlfühlen, mit Zink, mit Q10 oder was auch immer, dann unterstützen wir sie darin, würden es nur nicht selber Ihnen von uns aus empfehlen. Aber wichtig ist, dass Sie uns mitteilen, was Sie nehmen. Denn es kann durchaus zu Interaktionen kommen und dort würden wir dann einschreiten, um Schaden von Ihnen zu nehmen. Des Weiteren kann man während der Zellkultur für die Zellen Gutes tun, indem man möglicherweise einen Brutkasten wählt, in dem sie verbleiben von der Befruchtung bis zum Transfer. Man kann eine gewisse Schlüpfhilfe geben, man kann ihnen bestimmte Medien noch zusätzlich geben. All das besprechen wir mit Ihnen und Sie werden dann, nachdem wir Sie informiert haben, Ihre Entscheidung dahingehend treffen können, was Sie für Ihre Zellen sich wünschen. Nach dem Transfer kommen sogenannte Add-ons in Frage. Das sind Methoden und Medikamente, die wissenschaftlich nicht erwiesenermaßen einen Vorteil für die Zelle bietet, aber es gibt unter Umständen Tendenzen, dass sie einen Vorteil bringen. Hier gehört Cortison dazu, hier gehört Heparin dazu, ASS. Auch hier ist es wichtig, dass Sie Bescheid wissen, was ist tatsächlich die wissenschaftliche Intention hinter den Methoden. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sie vor Schaden bewahren. Sie müssen also wissen, was ist Ihr Risiko, wenn Sie das anwenden und wo liegt der Vorteil bei Ihnen. Und ganz, ganz wesentlich, was sind die finanziellen Belastungen für diese Diagnostik und die Therapie dieser nicht erwiesenen Methoden. Und Sie müssen dann abwägen, ob sich für Sie der zeitliche und finanzielle Aufwand lohnt, wenn man berücksichtigt, welchen Benefit man tatsächlich erwarten kann. Wichtig ist die Aufklärung. Wir versuchen hier wirklich transparent zu sein und Sie ohne irgendwelche ideologischen Vorgaben aufzuklären. Und wir akzeptieren vor allen Dingen Ihren Entschluss und Ihre Meinung. Ich denke, es ist wichtig, gerade bei solchen Methoden im Dialog zu bleiben, Fakten auszutauschen, aber eben auch auf Wünsche einzugehen. Das ist unser großes Ziel und damit werden wir erfolgreich sein.